Hallo Leute, heute gibt es bei mir böhmische Knödel und im Gegensatz zu unseren Semmelknödel oder Kartoffelknödel sind böhmische Knödel auf Hefeteigbasis. Und genau den mache ich mir jetzt. Dafür habe ich mir hier schon mal Milch vorbereitet. 250 Milliliter. Und die mache ich mir jetzt ein bisschen warm. Dann habe ich ein Päckchen Trockenhefe. Ihr könnt auch frische Hefe nehmen, ich habe nur gerade keine da. Deswegen nehme ich die Trockenhefe. Dann noch eine Prise Salz und eine Prise Zucker. Dann kommt auch schon die warme Milch mit dazu. Sollte auch wirklich nur so um die 40 Grad rum haben, dass die Hefe eben anfängt zu arbeiten. Ihr müsst bei der Trockenhefe übrigens auch keinen Vorteig machen. Die funktioniert auch so ganz gut. Da kommen jetzt noch 2 Eier dazu. Und das Ganze verknete ich mir jetzt zu einem schönen Hefeteig. Und zwar so lange kneten, bis sich der Teig vom Rand löst. Und dann ist der erste Schritt schon mal fertig. So, damit ist mein Teig fertig. Und den stelle ich jetzt an einen warmen Ort und lasse den auf die doppelte Größe aufgehen. Ich habe, glaube ich, noch nicht erwähnt, was für ein Mehl ich benutze. Und zwar, ich habe 550er Mehl. Ihr könnt das aber auch mit dem normalen 405er Mehl machen, das geht auch. Aber das andere ist ein bisschen griffiger, das lässt sich besser verarbeiten. So, da kommt jetzt gleich ein Tuch drauf und dann lasse ich den gehen. Ich habe den Hefeteig jetzt für eine Dreiviertelstunde lang gehen lassen. Gucken wir uns mal an. Er ist riesig geworden, herrlich. So, den teile ich mir jetzt in 3 Stücke mit so einer Teigkarte. 1, 2, 3. So. Da forme ich mir jetzt so längliche Knödel. Die ziehe ich einfach am Rand so ein bisschen raus und schlage die unten wieder ein. Dann kriegen die eine schöne glatte Oberfläche. So, jetzt noch ein bisschen oval formen. Und so lege ich sie jetzt hier auf mein Backpapier. Die lasse ich jetzt hier auf meinem Backblech noch weiter gehen. In der Zwischenzeit, so, einmal abdecken. In der Zwischenzeit habe ich mir hier schon mal einen Topf mit Wasser aufgestellt. So, und wenn der kocht, dann wandern die Knödel da rein, aber das hat noch ein bisschen Zeit, denn es dauert noch einen Moment, bis das Wasser kocht. Mein Wasser fängt gerade an zu kochen. Da kommt jetzt direkt ein bisschen Salz rein. Und dann reduziere ich die Hitze auch gleich, denn meine böhmischen Knödel müssen nur drin sieden, aber nicht unbedingt kochen. So, gucken wir uns mal an. Boah, die sind schon wieder gewachsen. Wahnsinn. So, die kommen jetzt in das heiße Wasser rein. Sagt Hitze reduzieren. Wow. Und da drin lasse ich sie jetzt für 15 bis 20 Minuten sieden. Wie gesagt, nicht kochen, sondern nur sieden lassen. Meine böhmischen Knödel sind fertig und ich muss sagen, die sind noch mehr aufgegangen. Also beim nächsten Mal entweder ich mache weniger rein oder ich nehme einen größeren Topf. Wobei ich habe keinen größeren Topf. Deswegen, die sind schon riesig. Guckt ihr euch mal an. Wow. So, meine Kamera wollte eben nicht aufnehmen. Deswegen das Ganze jetzt nochmal. Und zwar, die böhmischen Knödel kann man jetzt wunderbar mit so einem Faden aufschneiden. Und zwar legt man den Faden dann einfach unten auf die gewünschte Dicke. Einmal entgegengesetzt und dann zusammenziehen. Das Ganze nochmal. Unten auf die gewünschte Dicke einstellen, einmal drehen und dann zusammenziehen. Zack. Aber, ich habe es gerade ausprobiert, es geht auch gut mit einem scharfen Messer. Vielleicht eventuell noch ein bisschen vorher anfeuchten. So, und dann kann man das damit auch gut schneiden. So. Damit sind meine böhmischen Knödel fertig und man sieht auch, die sind sehr feinporig, luftig. Das heißt, die sind perfekt geeignet für alle Gerichte, die viel Soße enthalten. Ein Gulasch oder auch ein Schmorbraten. Alles, was viel Soße hat, dafür sind die Knödel natürlich perfekt geeignet. Ihr könnt die auch wunderbar, wenn sie abgekühlt sind,
nochmal in der Pfanne mit ein bisschen Butter anbraten und aufwärmen und dann könnt ihr sie immer noch als Beilage sehr gut verwenden. Also das geht mit denen auch ganz gut. Und dann sind wir auch schon am Ende des Videos. Falls ihr sie nachmacht, schreibt mir unten in die Kommentare, ob sie bei euch auch so schön groß geworden sind. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen!